Musik laut, der Bildschirm flackert, ein Schritt zu viel und alles wackelt, ob Ruinen, Dunkelheit oder Asphalt. Ich bleib hier drin, egal wie hart. Durch alte Gräber, Staub in der Luft, jeder Schritt ein Rätsel, jeder Atem ein Fluch. Pfeil gespannt, Abgrund so nah, ein Fehler und ich fall, doch ich steh wieder da. Ratten im Schatten, die Welt zerbricht, ein leises Flüstern, doch Hoffnung gibt's nicht, nur Licht im Dunkeln. Hand in Hand, zwei Seelen kämpfen gegen den Untergang. Wenn die Story trifft mitten ins Herz, dann vergisst man Zeit, vergisst man Schmerz. Ich spiel nicht nur, ich leb das hier, jede Entscheidung bleibt bei mir. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von alten Ruinen bis zum letzten Licht, dieses Game lässt mich nicht los. Nicht ein Stück, noch ein Versuch, ich geb nicht auf, Game over, nein, ich stelle auf. Germany Games, willkommen hier, wenn Games dich fühlen lassen, dann bleib bei mir. Sirenen heulen, Neonlicht, etwas bewegt sich, doch du siehst es nicht. Ein Piepen näher, Puls rast laut, ein Schatten kommt und du weißt, du bist nicht gebaut. Kein Soundtrack hilft, kein Mut bleibt stehen, nur schleichen, atmen, weitergehen. Ein Monster jagt dich durch Metall, ein Schrei im All und Stille danach. Angst im Nacken, Hände nass, doch genau dafür liebe ich das. Wenn ein Spiel dich zittern lässt, dann weißt du, dass es dich festhält. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von tiefster Angst bis Adrenalin, hier fühlt sich jeder Moment echt an clean. Noch ein Versuch, ich geb nicht auf, Game over, nein, ich steh wieder auf. Germany Games, das ist mein Revier, drück auf Start, das Spiel beginnt hier. Rotes Licht aus, Motor schreit, perfekte Runde, doch die Strafe bleibt. Boxenstopp falsch, Reifen tot und irgendwo lacht ein Bug mich aus dem Code. Punchday kommt, Hoffnung kurz, danach läuft nichts wie jedes Mal ganz kurz. Skill ist da, doch Glück fehlt heut, Ehe bringt selbst Engel zur Verzweiflung erneut. Ging noch ein Versuch, bis zum Schluss, ob Story, Horror oder Rennautobus. Ich zock für den Moment, nicht nur den Win. Wenn du Games liebst, dann steig hier ein. Noch ein Versuch, kein Ende hier. Germany Games, wir bleiben im Spiel. Kein Abspann, nur ein neues Level. Noch ein Versuch, Controller fest, ich regel das Game. Controller fest, ich regel das Game. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute eine dezimierte Zahl von, ja, 10 Leuten, die hier am Start sind bei der WCL. Aber einer hat das Auto noch nicht ausgewählt. Nee, Lobby Start, oder? Oder was macht Biesle denn da? Ja, okay, wir müssen also schon rein in die Lobby, ne? Ja, also ich muss sagen, letztes Mal waren wir hier mit, ich glaube, 18 Leuten unterwegs, ne? Das ist leider tatsächlich ein Abstieg. Und ich habe gedacht, jetzt seit letzter Woche wieder, Leute, fahrt doch Liga, weil es Spaß macht und nicht einfach nur in der Liga verweilen, tot sein und hepp, ne? Jetzt haben wir 50% natürlich nur, das heißt Kurzquali und dann 36 Runden. Also lassen wir es uns hier chillt angehen, ne? Tut mir dann nur einen Gefallen, fahrt vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit immer raus, sondern ein bisschen versetzt, dass man auch mal auf andere Leute schauen könnte, wie die dann vielleicht hier zielter um die Strecke fahren. Zu meinem Kanal werde ich nachher noch mal was sagen. Und also wenn vielleicht ein paar mehr Leute drin sind, das werden sich wahrscheinlich auch Leute dann im Nachhinein angucken, den Stream nur. Aber
Ich werde dazu nachher mal was sagen zum Kanal, der schon Ewigkeiten existiert. Also fast ein ganzes Jahrzehnt schon. Ja, bei mir läuft alles, steht alles. Und dann gehen wir gechillt rein in die Qualifikation. Ja, wer erbarmt sich zuerst hier in Mexiko zu fahren, auf eine Runde zu gehen? Ja, heute dabei Lundin, Rockstar, Luisa, MFM Energy, Wurm, Laden, Daniel und Unlegit. So, ich muss mal eben kurz was fragen. Discord. So, hab dem Daniel mal eben was geschrieben hier in Discord. Weil ich besitze natürlich jetzt die tolle Fähigkeit, Untertitel einzufügen und das sogar auf Englisch. Also ich habe zwar, ich habe jetzt wirklich herausgefunden, wie das funktioniert. Ohne irgendwie KI-Gelaber, aber Hauptsache Untertitel, dass man mitlesen kann. Zumindest, also ich hoffe dann auch, dass das nicht so schnell läuft. Ja, ja, Daniel ist schon auf der Hot Lab. Ein bisschen länger geschrieben natürlich für ihn hier. Er setzt jetzt sogar die allererste Zeit am heutigen Samstag. 16:0. Dann haben wir, ja, den Laden. Der fliegt um die Kurve. Platz 2 nur. Ja, dann jetzt der Lundin. Immer noch die größte Überraschung, der größte Überraschungssieger des Jahres. Zweiter vom Laden. MFM hat es ungültig gemacht. Ja, hier haben wir den nächsten. Den Foxstar. Im Red Bull unterwegs. Energy eine 15,9. Der ist 1,5 Zähne schneller als Daniel. Ja, wie war das hier nochmal mit, ihr fahrt so 1,14,9? Bin mal gespannt. Okay, ein Legend ist ja noch nicht gefahren. Ne? Fox da auf 3. Und Luisa. Ja, jetzt geht es noch durch die schönen S's hier.
Reifen ein bisschen schmutzig gemacht, das gehört dazu. Das ist geschmeidig. Das ist geschmeidig. Das muss man sich aber wirklich geben, ey. Feine Sache, feine Klinge. Auch hier. Lecco mio. Wow, also ich habe keinen Sound an und die letzte war ein bisschen kantig, aber ich habe keinen Sound an, aber das hier, das war vom Allerfeinsten. Und man hat es gesehen, 15,774. So, jetzt haben wir das Würmchen im Red Bull am Start. Wir haben heute auch komplett McLaren und Visa komplett am Start. Alle anderen haben natürlich, ja, sind alleine unterwegs heute. Und der Wurm, jo, der kommt hier auf den letzten Sektor, durch den letzten Abschnitt, durch das Stadion. Oh, letzte Kurvasage, 7. Und MFM mit, ja, Unlegit. Da haben wir den nächsten Pro. Können wir auch mal reinfahren. Oder reinhören und einfach mal eine Runde von ihm genießen. Und am Ende des Rennens dürft ihr damit bestimmen oder abstimmen, wer für euch der MVP des Rennens ist. Diese Abstimmung will ich jetzt öfter reinpacken, wenn es gerade zeittechnisch geht und wenn nicht unbedingt so viel passiert. So, Boxenstopp Unlegit. Da hat es nicht funktioniert. Dann gehen wir rein zu MFM. Natürlich unser nächster Kandidat, der für einen Podest in Frage kommt. Oh, 56,2 in dem Sektor. So, Platz 3 ist es erstmal für ihn. Und Lahn ist wieder auf eine erneuten Runde. So, jetzt gucken wir mal rein hier. Laden ist offline gefahren. Das ist nicht gut. Ja, MFM ist vorbei. Dann können wir drauf zum Rockstar. Der 1.16.593er der gefahren. So, Foxstar beginnt die nächste Runde. Schreiben wir eben weiter in Discord.
So, mal eben reingeschrieben, weil wir haben nämlich gefragt hier wegen Untertitel, weil wir haben ja hier wirklich Leute dabei, die auch, wie gesagt, der Daniel hier, der kein Deutsch spricht, der macht alles mit einem deutschen Übersetzer dann, ne? Und dann kann ich ihm versuchen, halt so einen englischen Untertitel, deutschen, also englischen Untertitel, meinetwegen chinesischen Untertitel, genau, Spanisch wollte er jetzt. Das versuche ich auch mal hinzukriegen. Ich kann natürlich da nichts mehr prüfen, ob das dann richtig oder falsch ist, weil ich selbst kein Spanisch spreche, ne? Aber mein Programm gibt das natürlich her. Ich mache das ja alles mit Filmora und damit geht das dann zu machen, sogar relativ einfach. So, Energy auf schneller Runde und der ist ja fast 4 Zehntel schneller. Also Energy will hier die Energie schon rausballern aus dem Auto. Und das geht schon richtig gut nach vorne bei ihm. So, das ist Pole. Das ist meine 15,517 am Ende. Ein bisschen mehr als 4 Zehntel schneller. Daniel ist auch schon wieder auf Hot Lap. Rockstar ist weiter hinten, ja. Der ist ja erst die Runde gefahren. Lundi noch weiter. Ja, Unlegit. Unlegit. Da erwarten wir jetzt also seine erste Rundenzeit. 1,16,096. Ja, da ist mal weit weg. Ja, dann Daniel und dann Luisa. Das ist die jetzige Reihenfolge, die wir einmal so durchnehmen hier vom Qualifying. Ja, Daniel ist auch ein Zehntel schneller, also greift, ja, der ist schon auf MFM-Niveau unterwegs, wenn ich das mal so sagen kann. Jetzt muss er das noch über die Zeit kriegen. Platz 3 tatsächlich. 1,15,899. Er kriegt 10. Es ist P3. Und damit schon mal eine gute Ausgangslage. Ja, so weit muss ja jetzt gar nicht gehen. Luisa hat nicht gepasst, aber naja, die Boxeneinfahrt hat sie auch nicht gekriegt. Aber der Pylon muss dran glauben. Tja. Lundin ist halt Boxenstopp dann. Der Biesle ist langsam unterwegs. Und der Wurm ist eigentlich auch langsam unterwegs. Sind alle schon wieder durch. Die sind alle durch von der Zeit her. Tja, damit gibt's Boxenstops und die Vorbereitungen auf den letzten Versuch. Mal eben was schauen. Ja, so langsam fängt der Kanal, also man merkt das schon, ich habe meinen Short vorhin hochgeladen von Formel 1 auf den Kanal, wovon ich jetzt auch streame. Der hat auch schon, muss ich mal gucken kurz, in den Analysen, der hat auch schon 316 Aufrufe. Das ist in Ordnung, das war der kleine Push, weil man schon lange nichts mehr gemacht hat. Aber es scheint natürlich zu laufen. Vorerst. Ja, Biesler halt probiert es nochmal auf einer schnellen Runde. Die Zeit läuft ihm davon. Ein Zehntel ist er schneller, aber er braucht alleine 4, um den Laden gefährlich zu werden. Momentan haben wir ein Duell hinten. Oh, Biesler gegen Wurm, wollte ich sagen. Und Biesler ist da total auf Abwägen gerade.
und ist irgendwie im Ferrari. Also ich habe ihn eigentlich im Alpin im Kopf gehabt. Aber ich meine, verbessert mich, wenn ich falsch liege. So, Foxstar haben wir jetzt wieder als Frontmann dabei. Daniel auch schon wieder draußen. Ja, für Foxstar geht's jetzt drum, die nächste schnelle Runde hinzubekommen. Ein 16.302 steht da bisher. Also er muss 3, 4 Zehntel, ja, 5 Zehntel fast schneller sein als vorhin, um überhaupt noch vorne mit einzugreifen. Ja, es ist sehr direkt gefahren. Und er ist offline. Er ist offline. Da gibt es keine Top-Zeit. Was macht Daniel in seiner Runde? Wird die verbessert nochmal? Jetzt durch die letzte S hier mit Fullspeed. Oh ja, das sind auch 2,5 Zehntel. Holt er nochmal raus. Es wird sogar eng vorne mit Energy und Luisa aktuell. So, letzte Kurve noch überstehen. Das macht er gut, das macht er gut. Und es läuft das Auto, das läuft. Es ist P2. Es ist P2 der Energy. So, Luisa im ersten Sektor 74.000 langsamer gewesen. Und jetzt wird es natürlich ernst. Hinten heraus. Ja, das ist nicht so optimal. Das ist nicht der Schwung, den sie vorhin hatte. Aber sie ist schneller. 2 Zehntel. Wo frisst sie das her? Jetzt nur noch die letzten Kurven überstehen. Ach, sie hätte 3 Zehntel schneller sein können. Boah, ist das eine Runde. Wenn das jetzt noch passt, dieses P1, es ist P1, dann 13, 15, 3, 6, 9. Jetzt haben wir noch MFM, der ist ungültig. Unlegit. Die letzte Hoffnung hat er noch auf Pole Position. Aber bei ihm scheint's, weiß ich nicht. Sind's bei ihm die Nerven, lassen die nach. Es läuft nicht bei ihm. Trotzdem 3 Zehntel schneller. Das heißt, boah, Energy! Der war sogar noch da vorne als 15, 2, 7, 4. Ja, bügelt der da einen raus, der Energy. Damit hat er jetzt nicht gerechnet, sondern er hat selbst gesagt, Luisa oder Unlegit hier werden schneller sein. Deswegen habe ich mich darauf konzentriert und er ist nur Vierter. Nur Vierter und laden ist auch offline. Schlechtes Timing, schlechte Runden für McLaren. Und Energy hat mal wieder Scheiße erzählt. So viel ist klar. Dann schauen wir uns natürlich erst die
Startaufstellung einmal an. 20:21 Uhr geht's los. Ich glaube, der Laden hat falsch getippt. Ich glaube, 31 geht's los. 20:31 ist ja ein bisschen länger Pause. Also 10 Minuten. Also nicht jetzt um 20:21, das ist vorbei. Also meint er 20:31. Ja, also Reihenfolge Energy, Luisa, Daniel, Alleged, MFM, Thogstar, Ludin Laden, Biesle und De Wurm. So. Ich heiße dich willkommen, Solchi. Aber wir machen jetzt eine kurze Trailerpause. Ich hoffe, du bist gleich noch dabei beim Hauptrennen, wenn die Fahrer sich Saures geben. Ich bin mal gespannt. Lundin muss ja immer noch seinen Sieg bestätigen. Bin mal gespannt, ob er es heute machen kann. Bei so wenigen, aber guten Fahrern. So, dann sage ich mal, bis gleich. Wir hören uns in ein paar Minütchen wieder. Herzlich laut, der Bildschirm flackert, ein Schritt zu viel und alles wackelt, ob Ruinen, Dunkelheit oder Asphalt. Ich bleib hier drin, egal wie hart. Durch alte Gräber, Staub in der Luft, jeder Schritt ein Rätsel, jeder Atem ein Fluch. Pfeil gespannt, Abgrund so nah, ein Fehler und ich fall, doch ich steh wieder da. Ratten im Schatten, die Welt zerbricht, ein leises Flüstern, doch Hoffnung gibt's nicht, nur Licht im Dunkeln. Hand in Hand, zwei Seelen kämpfen gegen den Untergang. Wenn die Story trifft mitten ins Herz, dann vergisst man Zeit, vergisst man Schmerz. Ich spiel nicht nur, ich leb das hier. Jede Entscheidung bleibt bei mir. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von alten Ruinen bis zum letzten Licht, dieses Game lässt mich nicht los. Nicht ein Stück, noch ein Versuch. Ich geb nicht auf, Game over, nein, ich stelle auf. Germany Games, willkommen hier. Wenn Games dich fühlen lassen, dann bleib bei mir. Sirenen heulen, Neonlicht. Etwas bewegt sich, doch du siehst es nicht. Ein Piepen näher, Puls rast laut, ein Schatten kommt und du weißt, du bist nicht gebaut. Kein Soundtrack hilft, kein Mut bleibt stehen, nur schleichen, atmen, weitergehen. Ein Monster jagt dich durch Metall, ein Schrei im All und Stille danach. Angst im Nacken, Hände nass, doch genau dafür liebe ich das. Wenn ein Spiel dich zittern lässt, dann weißt du, dass es dich festhält. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von tiefster Angst bis Adrenalin, hier fühlt sich jeder Moment echt an clean. Noch ein Versuch, ich geb nicht auf, Game over, nein, ich stell wieder auf. Germany Games, das ist mein Revier. Drück auf Start, das Spiel beginnt hier. Rotes Licht aus, Motor schreit, perfekte Runde, doch die Strafe bleibt. Boxenstopp falsch, Reifen tot und irgendwo lacht ein Bug mich aus dem Code. Patchday kommt, Hoffnung kurz, danach läuft nichts wie jedes Mal ganz kurz. Skill ist da, doch Glück fehlt heut. Ehe bringt selbst Engel zur Verzweiflung erneut. Ging noch ein Versuch. Bis zum Schluss, ob Story, Horror oder Rennautobus. Ich zock für den Moment, nicht nur den Win. Wenn du Games liebst, dann steig hier ein. Noch ein Versuch, kein Ende hier. Germany Games, wir bleiben im Spiel. Kein Abspann, nur ein neues Level. Noch ein Versuch, Controller fest, ich regel das Game. Controller fest, ich regel das Game.
Musik laut, der Bildschirm flackert, ein Schritt zu viel und alles wackelt, ob Ruinen, Dunkelheit oder Asphalt. Ich bleib hier drin, egal wie hart. Durch alte Gräber, Staub in der Luft, jeder Schritt ein Rätsel, jeder Atem ein Fluch. Pfeil gespannt, Abgrund so nah, ein Fehler und ich fall, doch ich steh wieder da. Ratten im Schatten, die Welt zerbricht, ein leises Flüstern, doch Hoffnung gibt's nicht, nur Licht im Dunkeln. Hand in Hand, zwei Seelen kämpfen gegen den Untergang. Wenn die Story trifft mitten ins Herz, dann vergisst man Zeit, vergisst man Schmerz. Ich spiel nicht nur, ich leb das hier, jede Entscheidung bleibt bei mir. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von alten Ruinen bis zum letzten Licht, dieses Game lässt mich nicht los. Nicht ein Stück, noch ein Versuch, ich geb nicht auf, Game over. Nein, ich stelle auf. Germany Games, willkommen hier. Wenn Games dich fühlen lassen, dann bleib bei mir. Sirenen heulen, Neonlicht, etwas bewegt sich, doch du siehst es nicht. Ein Piepen näher, Puls rast laut, ein Schatten kommt und du weißt, du bist nicht gebaut. Kein Soundtrack hilft, kein Mut bleibt stehen, nur schleichen, atmen, weitergehen. Ein Monster jagt dich durch Metall, ein Schrei im All und Stille danach. Angst im Nacken, Hände nass, doch genau dafür liebe ich das. Wenn ein Spiel dich zittern lässt, dann weißt du, dass es dich festhält. Noch ein Versuch, egal wie schwer, ob Safe Point fern oder Gegner mehr. Von tiefster Angst bis Adrenalin, hier fühlt sich jeder Moment echt an clean. Noch ein Versuch, ich geb nicht auf, Game over, nein, ich steh wieder auf. Germany Games, das ist mein Revier. Drück auf Start, das Spiel beginnt hier. Rotes Licht aus, Motor schreit, perfekte Runde, doch die Strafe bleibt. Boxenstopp falsch, Reifen tot und irgendwo lacht ein Bug mich aus dem Code. Bald Stay kommt, Hoffnung kurz, danach läuft nichts wie jedes Mal ganz kurz. Skill ist da, doch Glück fehlt heut, Ehe bringt selbst Engel zur Verzweiflung erneut. Ging noch ein Versuch, bis zum Schluss, ob Story, Horror oder Rennautobus. Ich zock für den Moment, nicht nur den Win. Wenn du Games liebst, dann steig hier ein. Noch ein Versuch, kein Ende hier. Germany Games, wir bleiben im Spiel. Kein Abspann, nur ein neues Level. Noch ein Versuch, Controller fest, ich regel das Game. Controller fest, ich regel das Game. So, meine lieben Leute, dann machen wir weiter. Es ist 20:30 Uhr. Jetzt gibt es noch mal einen kurzen Überblick von meinem Streamplan. Wie schaut denn der aus? Aber nicht nur auf diesem Kanal, sondern auf meinen zwei Kanälen. Folgt das bald. So, also, Streamplan noch für diese Woche heißt, wir sind heute Samstag bei der WCL 20 bis 23 Uhr. Und Sonntag dann bei Kingdom Come Deliverance 19 Uhr bis 23:30 Uhr. Also morgen 4,5 Stunden tatsächlich Kingdom Come Deliverance. Mittelalter Wahnsinn überleben. Und dann rein in die nächste Woche. Dann starten wir Montag und Dienstag hier auf dem Kanal wieder mit dem Formula One EF1 Kanal oder mit dem German-EF1 Kanal, wie er jetzt heißt, ne? Montag die Formel 2 der FRC, Dienstag die FRC, Mittwoch dann ja, Red Dead Redemption auf dem German-E-Games Kanal von 19 Uhr bis 23:30 Uhr, auch wieder 4 Stunden, diesmal der Wilde Westen wieder. Donnerstag FRC, Wahnsinn, wieder auf diesem Kanal hier. Und am Freitag switchen wir, da gibt es erst Life is Strange 20 bis 22 Uhr auf dem German-E-Games Kanal. Und dann im Anschluss quasi die BAWT, so wie gestern 22:30 Uhr bis 24 Uhr Formel 2. Auf dem hier und dann Samstag
Ja, die WCL findet da nicht statt, aber eventuell geht es wieder rüber in die DPL, deswegen eventuell findet Samstag was statt, Formel 1 mäßig oder nicht. Und am Sonntag dann wieder mein Kingdom Come Deliverance. Wahnsinn von 19 Uhr bis 23:30 Uhr am Start. Alles dann, also das untere natürlich wieder dann auf dem German-E-Games Kanal. Ja, und die Leute sind schon hier bereit. Ne, sehr flugs geht das hier. Also hier ist echt pünktlich, geht's da los, du. Nur einer auf den harten, der Wurm. Ja, nur der Harte kommt in den Garten, ne? Er kennt diesen Spruch, er hat ihn schon über Jahrzehnte mitgeprägt. Gut, dann schauen wir uns die Reihenfolge an. Energy auf 1, dann Luisa auf 2, Daniel auf 3, auf 4 dann Legend, auf 5 haben wir den Thogstar auf 6, den MFM auf 5, dann Thogstar auf 6, dann Lundin auf 7, Ladenlauter auf 8, Beasley auf den 9 und dann hinten der Wurm Charuxplay auf Rang 10. So, haut rein, Leute. Haut rein, was ihr macht. Zeigt euer bestes Racing. Wir haben 36 Runden. Ich möchte heute kein DNF sehen. Oder gibt es heute ausgesetztes Kopfgeld auf Energy, weil er hat mich angelogen mit der Zeit. Er hat behauptet, Unlegend und Luisa wären schneller. Okay, mit Luisa wurde es ein bisschen knapp, aber Unlegend lässt das Rennen eine Minute Vorsprung und jetzt naja. Das läuft vielleicht noch. Ich würde dagegen wetten, bei der Qualität, die hier leider im Feld ist. Oder auch zum Glück im Feld ist. Aber was wir festgestellt haben, ist, Lundin ist on point dabei, wenn andere schwächeln. So, jetzt sind die Ampeln resettet und wir gehen rein in den großen Preis von Mexiko. Rennen Nummer 23. Los geht's. Der Energy kommt ja gar nicht weg. Louis, okay. Louis ist ja auch nicht so wirklich. Daniel, ja, mal gucken. Der Legend, okay. Der hat der Mega-Start. Der ist schon an Daniel vorbei. Irgendwie, hier natürlich aufpassen, der Daniel ist auf der linken Seite, Legend bleibt auf der... Daniel kommt leider lange nicht drüber, weil er vom Curb ausgehoben wird. Und MFM ist gleich schon vorbei, oder? Ja, er ist schon vorbei. MFM ist schon vorbei. Auf Rang 4. Das Wetter kann ich leider nicht einsehen, aber es sieht gut aus. Also wenn man so da oben guckt, ist das wolkenloser Himmel. Ich glaube auch nicht, dass da heute was passiert. Das ist, was das angeht, meine feste Einschätzung. Ja, in der ersten Runde ist nichts passiert. Wurm schon 1,4 Sekunden Rückstand, ja. Das würde ich aber jetzt auch seine Reifen schulden, ne? Bisley ist aber auf die 7 vorgekommen. Der hat einen guten Start. Lundin ist leider einer der Verlierer. Wo wir da waren, ist nur auf Rang 9 zurückgefallen. Biesler und Laden erstmal vorbei. Weil der Laden gleich schon den Biesler da holen kann, ne? So, Energy, eine 1,20,420. Mal hier vorbei. Aber auch da, ja, Daniel wird da noch nicht vorbeikommen. Aber Laden, der schert aus gegen Biesler. Das wird eine Nummer zu eng vielleicht. Na komm, schneid um doch. Ja, er ist vorbei. Laden ist vorbei und dann ist natürlich hier die Tür zu für Biesler und eventuell kann Lundin jetzt auch mitziehen. Nee, geht nicht. Lundin kann dann auch nicht mitziehen. Auch hier gehen die Kurven oder... Ja, weil Lundin sehr spät auf der Bremse gegen Biesler. Ich weiß gar nicht, ob das so geht oder nicht. So schnell. Unlegend ist auch gut dabei, aber Energy und Luisa drücken im Rennen gerade so richtig den Stempel auf. Und das ist der... Nein. Unlegend ist abgeflogen. Aber das war safe ohne Gegnereinwirkung. Ganz bitterer Abflug vom überlegenen Sieger in Texas.
Tja, Luisa neue Bestzeit. Und der gute Unlegit muss jetzt alles aufholen. So, Luisa übernimmt zum ersten Mal die Spitze. Wehe, sie fährt aufs Podest und kann nicht ins Interview. Dann muss ich sie mir mal vorknüpfen. Dann muss ich fragen, woher sie kommt. Dann komme ich vorbei. Dann nehmen wir so ein paar Stimmen auf von ihr. Und dann füge ich die dann da ein ins Interview. Alles ist möglich. Distanzen überbrückbar. Weil heute stehen die Chancen, dass er wieder aufs Podest kommt, eigentlich natürlich, ich würde fast sagen, bei 80%. Naja, Clip des Jahres immer nur im Auge des Betrachters. Also ich habe viele gesehen. Auch erst gestern. Gestern in Japan. War auch lustig. Was ich so alles gesehen habe, also ich könnte schon 10 Clips des Jahres alleine jetzt in 2 Monaten machen. Ist natürlich auch immer so, was man unter Clip des Jahres versteht. Ne? Also du verstehst wahrscheinlich eher, ist es Racing? Ist es Racing? Macht Spaß, sowas hier? Ne, in etwa. Ich meine was anderes. Aber ja, da spricht der Streamer, nicht der Kommentator. Energy versucht schon Druck auf Luisa zu machen, hat sie allerdings hier leicht verbremst, bleibt trotzdem sehr, sehr energisch hinten an ihrem Heck. Overtake-Clip, ja. Overtake. Overtake ist krass. Übrigens habe ich noch was vergessen einzufügen, ne, in meinen Streamplan. Da fehlt mir noch was. Also ihr könnt sogar, ich weiß nur noch nicht, ob ich das bei den freien Trainings machen soll schon oder nicht. Auf jeden Fall Qualifikation und das Rennen werdet ihr auch hier bei mir live sehen können, dann vom 6. bis 8.3. bei mir hier auf dem Kanal, auf the Channel. Und zwar also nicht die Fahrer, wie die da fahren von Sky oder so, sondern Laden vorbei an Daniel, sondern dann hier mit Datenmonitor und da bin ich hier für euch da zum Quatschen im Stream. Ich musste auch noch ein paar Vorbereitungen treffen, ne? Aber das ist der Plan. Also hier wird nicht nur die F1 25 jetzt gezeigt, sondern auch noch ja, diverses anderes Material. Also ich habe jetzt 3 Kanäle, die ich bedienen muss. Einmal mein Hauptkanal German-eGames mit Trophäen-Guides, Komplettlösungen, Punkt. Dann jetzt diesen ja, German-EF1-Kanal. Und dann gibt es noch German eBricks. Da wird mit Lego gebaut. Und zwar Lego Star Wars. Also meine Star Wars Sammlung, die wird deutlich größer. In naher Zukunft. Und meine ist schon groß. Ja, bisschen auf 9 unterwegs. Relativ entspannt. Die Abstände sind schon ein bisschen auseinander. Daniel hat Probleme mit dem Laden mitzuhalten. Ist auf P5 und auch, ja, die beiden. Lader und MFM jetzt. Hier gibt es einen teaminternen Call zwischen den beiden. Also MFM noch auf 3, Laden dahinter. Bin gespannt, was da kommt. Naja, was bei Lundin halt der Vorteil ist, ne, der beißt sich da komplett durch immer. Egal was ist. Ob jetzt schlecht Wetter ist, ob 100
Fahrer ausfallen und er sneakt da mal den Sieg weg. Ja, Sachen sind möglich, ne? Sachen sind möglich, aber wo ich jetzt sagen, also ich muss wirklich sagen, also alle davor sind unheimlich stark und auch ein Legend, der ja auf 8 fährt, der hat das letzte Rennen mit einer Minute Vorsprung gewonnen in Texas, letzte Woche erst. Und jetzt kriegt er eine herbe Klatsche. Und jetzt gibt es vielleicht auch ein Überholmanöver von Laden gegen MFM. Ja, Laden ist vorbei, da gibt es keine Gegenwehr von MFM. Der Jude Österreicher fährt vorbei auf die 3. Position. Und vorne die Spitzenposition hat nach wie vor jetzt Luisa, die vor Energy unterwegs ist. Mal gucken, was hinter deren Reifen so sagen alles. So, Energy 3 Sekunden. Damit hat er schon die erste Zeitstrafe im Petto. Jetzt haben wir natürlich ein Manöver gehabt. An Legend ist vorbei, an Lundin. Das war aber sowieso klar, weil leistungstechnisch sind die unheimlich weit auseinander. Und Energy macht den Boxen-Stop-Call. Also hier geht es auf 2 Stops von ihm. Könnte auch sehr interessant werden. Wer macht jetzt 1 Stop, wer macht 2 Stop? Kann man nicht vorstellen, dass einer einen 3 Stop macht. Naja. Bin auch gespannt, ob wir heute wirklich alle Leute im Ziel sehen. So, jetzt gehen wir vorne rein wieder. MFM laden natürlich auf 2 und 3. Nein. Die gibt's, soweit ich weiß, auch online gar nicht. Also die gibt's, wenn du normale Karriere oder so anstellst, dann gibt es die technischen Defekte. Aber ich glaube, die kann man gar nicht anstellen, aber ich könnte mich natürlich auch irren, ob man das kann oder nicht. Da bin ich nicht so in der Materie drin, ne? So, Boxenstopp von Lundin jetzt. Auch er natürlich dann in klaren 2-Stop. Also ein Undercut gegen die anderen Fahrer jetzt. Ja, und Laden kommt näher ran. Upsala. Da wollte ich nicht drauf. Weil ich kann das ja mal, die da 3 fahren, warte mal die Einstellungen. Mal Lobby, Option, Fahrhilfen, Simulationseinstellungen. Tatsache. Ah ne, das ist Autoschaden. Ne, Kollision. Ne, gibt's nicht. Gibt es nicht. Also es gibt nur die normalen Auswirkungen von Autoschäden und Autoschadenhäufigkeit auf Simulation. Was anderes gibt es nicht. Also kann man die nicht separat für Online-Rennen einstellen. Natürlich, ich meine, du bist richtig abgefuckt, wenn du das ganze Rennen führst und dann rafft dich der Motor dahin, ne? Also da bist du hinterher sowas von angesäuert. Also, da musst du erstmal mit dir leben können. Tja, MFM ist in der Box. Laden macht, ja, okay. Du bist ja gerade mit Verbremser, aber Laden nämlich auch Stress macht jetzt in ihrem Nacken. Aber Luisa, die hat, glaube ich, die Reifen ordentlich niedergebrannt.
Das heißt, da glaube ich, dass es jetzt in dieser Runde auch zum Stop kommen wird. Wie gesagt, also McLaren kann ja machen, was die wollen, ne? Das Tempo haben sie Probleme mitzugehen. Zumindest MFM, ne? So, unlegit. Ja, Boxenstopp. Und nur auf Rang 10. So, wieder vorne rein. Zu den beiden. Denn die muss ich jetzt gucken, ob dort dann ein Boxenstopp folgt. Hinten ist übrigens eine MFM vorbei am Biesler. Aber wir müssen gucken, ob jetzt irgendeiner die Box fährt oder vielleicht sogar beide. Ja, es machen beide. Es machen beide. Und beide sind sie gut reingefahren. Ja, okay. Gedacht. Da gibt es so einen Aufbau, Unfall und Laden schiebt die Luisa in die Box. So, Laden fährt schon raus. Harte Reifen drauf. Jo. Damit ist der alte Abstand wieder hergestellt. Und hier kommt MFM. Da kommen die beiden raus. Und MFM ist vorbei. Der Undercut von dem zweiten McLaren hat funktioniert. Aber der Undercut von Energy noch besser. Der ist nämlich auf einmal vorne auf der 1. 6 Sekunden von MFM und Luisa weg. Also hat er jetzt schon seine Zeitstrafe einmal da rausgefahren. Luisa kommt weit nach außen und dann steckt er da seine Nase rein, der Laden. Kann nicht zu tief reinstecken hier. Das ist nicht gut. Aber er ist vorbei. Er ist vorbei. Aber das war auch sehr respektvolles Fahren von beiden. Von Laden und Luisa. Und das sieht gut aus. Jetzt auch Thogstar vorbei am Biesle auf P6. Und Daniel ist ja auch nur noch 9. nach seinem Stop. Und er möchte jetzt vorbei an dem Lundin. Sollte aber jetzt auf der geraden Lauf auch gehen. Und Luisa ist ja, okay. Da ist sie auch beschäftigt mit Zeitstrafen sammeln. Hat sie ja gesagt, das macht sie so zwischen den Zeiten, wenn es gerade mal passt. Boxenstopp von Biesle. Und jetzt geht's dort wahrscheinlich Daniel vorbei. So easy, so chillig. Er hat's geregelt. Ja, und die McLaren, die sind jetzt, also die haben sich glaube ich in so einen Flow gefahren, aber ich glaube auch, die pushen sich zusammen sowas von nach oben. Jetzt ist MFM wieder schneller als Laden. Also das ist unglaublich. Aber naja, das ist halt Team McLaren. Ei, Luisa! Verbremser! Was macht die denn jetzt? Ist es wieder ihre Konstanz in den Rennen und Daniel ist jetzt vorbei am Wurm und da hinten ist irgendwas geflogen vom Lundin, oder? Oder ist er einfach nur vorbeigeflogen und Unlegit ist auch dran, also jetzt interessante Gruppe. Na, hier geht's noch nicht. Oh, okay, ja. Aha. Lundin zieht den nächsten Boxenstopp vor. Und Unlegit jetzt mit Speed. Geht er vorbei am Red Bull. Pardon, am ja doch, Red Bull. Hab ich gedacht, ist es ein Visa oder so? Nee, ist Red Bull diesmal. So, und hier ist wieder umgekehrte Welt. Laden wirkt jetzt wieder schneller, wenn alles funktioniert, als MFM. Ich frage mich halt, was die da so fabrizieren im Team. Erst läuft's für den einen, dann wieder nicht, dann läuft's für den anderen und dann wieder für den nicht. Also
Da geht es hin und her bei den beiden. Und jetzt ist auch Luisa wieder dran. Foxstar Zeitstrafe, damit beide Visas vorbelastet. Er fährt auch relativ alleine rum. Er könnte bald Gesellschaft kriegen von Daniel und Unlegit. Und die sind ja beide schneller als Foxstar eigentlich. Oh, ja. Was ist ja okay? Ich wurde heute Morgen ein bisschen unsanft geweckt von meinem kurzen bisschen, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Jetzt geht Unlegit vorbei an Daniel. Ja, heute Morgen hat er so eine blöde alte Ziege beim Zeitungsausteilen angemeckert, so eine alte Rentnerin oder so. Meine Fresse, echt. Und seitdem ist mein Tag schon sehr alt. Tja, Unlegit hat er, wie gesagt, kurze Prozesse gemacht mit Daniel. Und mal gucken, wie schnell die jetzt ranfliegen an den Visa von Foxstar. Tja. Und Luisa ist so ein bisschen, ja, Genickbruch von, ja. Genickbruch vom Rennen oder irgendwie sowas. Oh, jetzt gibt es Überholmanöver. Laden übernimmt wieder P2. Also den Eindruck, den ich so ja, hatte, bewahrheitet sich wieder. Es gab einen teaminternen Tausch ohne Gegenwehr von MFM auf Laden P2. Ja, die müssen sich ja hier noch gegen Luisa wehren. Wir haben natürlich beide da vorne das Glück, dass die noch keine Z-Strafe haben. Wieso hast du denn so eine Nachricht bekommen, dass du den Urlaub ab morgen knicken kannst? Lass mich raten, ist irgendwas mit deinen Chefs oder sonst was passiert? Oder sagen wir so, zu viele Krankheitsausfälle, dass du jetzt daran musst? Ei, das ist natürlich ärgerlich. Aber erzähl mal, wieso, weshalb, warum? So, jetzt wieder. Wieder. Ja, okay. Also, solange die das hier machen, hat Luisa natürlich keine Chance da hinten. Dann kann sie nur auf Fehler oder Strafen natürlich hoffen. Und Energy da vorne, ich weiß nicht, was die macht. Ich weiß es nicht. Rockstar 3 Sekunden einmal wieder und der war auch ein bisschen mehr abstinent. Denn Daniel und Unlegit sind sowas von einfach vorbeigekommen. Und jetzt gibt es doch das Problem, dass, ja, Foxstar, also nach hinten wird da nichts anbrennen, ne? Da ist Wurm einfach noch mit 14,3 Sekunden weiter zurück. Tja, Luisa ist zwar dran, aber kann eigentlich nur zugucken, was die beiden da machen. Also eigentlich dürfte Energy nach seinen Aussagen nicht gewinnen. Aber ist ja auch egal. Also Energy macht auch immer das, was er am liebsten macht, ne? So ganz unbedarft, unspektakulär, einfach auch da sein on point und dann, ja, holt er sich die Sache. So, jetzt aber Luisa ist vorbei. Ein Laden, der so ein bisschen einzubrechen scheint. Mit der Reifensituation. Und Luisa lässt das Auto fliegen. Ach, jo. Stimmt ja, die sind ja mitten im Epizentrum dann da.
Wenn da natürlich auch, ich weiß nicht, ob diese auch US, ja genau, die US-Stützpunkte Bahrain, Katar und ja, VAE. Ja, VAE, genau, Abu Dhabi. Ja, deswegen, ja, verstehe ich schon. Verstehe ich schon. Aber natürlich super ärgerlich. Deswegen fliege ich eigentlich oder fahre ich nie in solche Länder hinein, wo irgendwas sowas passieren kann. Unlegit auch 3 Sekunden Strafe. Da haben echt 4 ganz gute Leute eine Zeitstrafe. Ist hart. Ist hart. So, Luisa. Jetzt gegen MFM. Jetzt hat sie aber die Schnauze voll und jetzt heißt, ab geht's. Die McLaren sind eingebrochen und jetzt kann Luisa einfach flitzen lassen. Lundin auch 3 Sekunden Strafe. Also wenn ich Urlaub mache, dann geht's nach Österreich, Schweiz und so. Oder in Deutschland bleiben. Mal gucken, ob sie jetzt wirklich den Abstand vergrößert. Also Laden kann schon nicht mehr mithalten. Das sind 1,3 Sekunden. Die Chancen, jetzt wieder ein Podest zu holen für Luisa, sie steigen an. Aber ich weiß auch wieder nicht. Genau, ich würde sie einfach mal gerne fragen, wenn sie das hinzulässt, warum immer so ein Einbruch in den Rennen kommt. Ne? Die hatte ich ja tatsächlich auch noch nie im Interview, wo sie schon aufs Podium geschafft hat. Rennsieg heute wird schon schwer und der Laden hat es übertrieben und damit ist er raus aus dem Duell um das Podium. Reifen eingebrochen, jetzt kann er zwar wieder was rausfahren, aber die 10 Sekunden Strafe, die bekommt er nicht mehr. Daniel auch noch vorbei, auf P5 ist er wieder vor. Und er reiht sich sogar ein hinter dem zweiten Visa, hinter Fox da. Er kann natürlich gucken, ob er jetzt den Laden hinter sich behalten kann, so ein bisschen oder nicht. Wird natürlich sehr schwierig. Wovon redest du eigentlich? Schönstes Eck? Wo ist denn das schönste Eck von Österreich? So, Luisa geht vorbei. Oder, er ist natürlich noch vorne, aber MFM hat wieder die Chance vorbeizugehen. Weil der geht vorbei an der Boxengasse. Also noch kein Stop der beiden. Und da wird auch jetzt keiner überholt. Dafür ist MFM nicht in der Position gewesen. So, Lan ist jetzt dran am Fox da und das ist kurzer Prozess. Der fährt vorbei am Fox da und ja, der Visa kann da wahrscheinlich auch nicht dranbleiben, gerade an dem Speed vom Laden. Der ist heftig. Ja, dann halt, wie gesagt, das nächste Duell, was wir halt haben, ist immer noch das hier vorne an der Spitze. Um Rang 2 und 3. Die beiden holen auf die Spitze. Ja. Ja, ich habe das so, okay. Also, was Sehen und so angeht, da habe ich keine Ahnung von Österreich. Also, ich finde ja die Ötztaler Alpen geil. Aber immer nur, weil ich über 3000 Meter unterwegs bin. Also, ich mag Gletscher, steile Felswände. Ne? Also, ich mag es mehr oben rum. Cool, geil. Als unten rum uns mir nur angucken vielleicht. Und ja, also für mich ist es so, die Schönheit der Berge zu bewundern, wenn ich ganz oben stehe.
Sogar auf Bergen, die kein Schwanz kennt. Nicht mal die Einheimischen. Nicht mal die Österreicher kennen alle österreichischen Berge in ihrer Ecke. Das garantiere ich dir. Nicht mal alle 3000er. Nein, den Glockner Gegend finde ich nicht ganz so toll. Die Ötztaler sind irgendwie so, weiß nicht. Die haben noch einen ganz anderen Charme. Postwechsel, der Laden ist raus. Der Laden ist raus, der Laden ist raus. Wieso ist denn der? Mein Gott. Konnte der nicht im Laden das Internetkabel holen? Hat es nicht funktioniert heute. Das sieht so kacke aus gerade bei ihm. Nein. Mann. Also ich weiß nicht. Bei ihm ist heute ein Auf und Ab. Jetzt hat er uns verlassen hier. Hoffentlich kommt der möglichst schnell in die Lobby wieder rein. Sonst müsste er irgendwen haben, der ihn vielleicht einlädt oder so. Vielleicht kommt er auch so wieder rein. Müsste man mal schauen, ne? So, da ist er tatsächlich wieder beigetreten. Natürlich, die KI verliert an Boden, das ist klar. Ja. Genau, okay, ich komme mal vorbei, wenn ich dann. Ja. Obwohl, da wollten wir auch schon mal Urlaub machen, aber die Preise explodieren ja momentan überall. Ne? Also wenn du mir noch einen Bergführer aus deiner Region empfehlen kannst oder besorgen kannst, dann komm ich vorbei. Dann gucke ich mir die Ecke mal ein bisschen genauer an. Genau wie MFM sich das Heck von Luisa genauer anguckt. Es blinkt so ein bisschen. Feuert ordentlich was raus da, ne? So, aber er kommt nicht in Angriffsposition. Ne? Der Vorteil ist nur, dass er straffrei ist. Und jetzt müssen sie natürlich aufpassen, wenn Energy, also eigentlich müssten die beiden dem Energy Boxen Stop vorbeugen. Wenn MFM gewinnen will, wäre es vielleicht schon an der Zeit, in den nächsten 1-2 Runden den Stop zu machen. Um dann einen Undercut von Energy vorzubeugen, ne? Er ist nämlich jetzt 15 Runden auf den Reifen, die anderen 12, 13. Das ist die einzigste Möglichkeit, ne? Du kannst mir auch einfach schreiben. Also mein Discord-Name ist genau so, wie es, also, ja okay, jetzt nicht mehr genau, wie der Stream ist. Also, so ist mein Discord-Name. Der heißt auch überall gleich. Da kannst du mir einfach schreiben. Dann schreib mir einfach mal ein Hi dann, oder schick mir mal eine Freundschaftsanfrage. Ich nehme die nachher an. Dann brauchen wir das nicht über Umwege machen. Weil, also, Bergführer Alpenverein ist immer so eine Sache. Also, meistens nehme ich halt private, weil die machen halt private Touren. Also, ich will nicht auf den Großglockner, ne? Ich will auch nicht auf den dritthöchsten Berg da. Oder vielleicht auf den 10., 12., 13., 14., 15. höchsten Berg, ne? Also, nicht auf die Berge, wo jeder Hans und Franz so drauf steigt, ne? So, Alleged ist nach vorne gekommen. Wieder einen weiteren Platz an Energy, denn der hat seinen Stop gemacht. Und da ist der vorbei geflutscht. So, schon angenommen übrigens. Schon angenommen. In Discord. So, tja, Unlegend verliert natürlich jetzt schnell Boden. Und Luisa und MFM müssen eigentlich rein, ne? Es bleibt nie aus. Ja, das war der Haas.
Die beiden fahren noch weiter. Naja, meist kann man auch das zusammengehen, was man eh immer zusammengehen kann. Ne? Aber ich meine, wenn du halt da Gletscher hast, steile Wände, wirklich Orientierung brauchst, dann ist das schon echt schwierig. Und ich gehe wirklich nur solche Berge, wo auch kein Schwanz herkommt, also hinkommt. Ne? Ich muss nur erstmal wieder fit werden. Ich weiß noch nicht, also Urlaub dieses Jahr wird wahrscheinlich nicht über 2000 Meter gehen für mich, weil ich halt gucken muss, wie mein Knie jetzt funktioniert. Ich habe jetzt noch eine Reha in den nächsten 3 Wochen. Fängt jetzt Montag an, am 2.3. und dann heißt fit werden. Okay. Ja, fein. Dann schnappen wir uns E-Bike oder so, machen wir ein E-Bike-Rennen. Also normales Bike kann ich in den Bergen nicht fahren. Also ich kann höchstens nur E-Bike fahren. Aber das ist sehr interessant. Naja, mich interessieren eigentlich nur die 3000er, ne? Also ich habe über, wenn ich jetzt, ja, offiziell habe ich 97 3000er bestiegen, aber meine inoffizielle Liste beträgt so um die 130. Ich habe schon angefangen, da war ich 9. Mit 9 Jahren bin ich meine ersten 3000 alleine gegangen. Ja, genau. Ich möchte noch Luft da oben haben zum Klettern oder richtig zum Wandern, zum Bergsteigen. Da kann ich mir das mit E-Bike sparen, du. Ja, genau. Nur der Glockner, ne? Da habt ihr noch ein paar mehr, aber 3000er. Das glaubt man in der Gegend. Gerade der Nationalpark Hohe Tauern hat die zweitmeisten 3000er nach den Ötztaler Alpen. Ja, ja, ich weiß das. Ich habe eine Liste, wo alle 3000er drauf sind, die ich besteigen wollte. Und leider hat mir das Knie und so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Laden hat Probleme gerade mit dem Daniel. Laden war ja auch in der Box. Und MFM hat sich mittlerweile auch die 3 Sekunden geholt. Und jetzt wird es natürlich interessant. Ziehen die beiden da vorne durch oder fahren sie in die Box? Ja, okay, ich fahre echt in die Box. Hast du das fast gar nicht? Ja, das ist so. Das ist mein Plan da. Also. Gibt über 700, ich glaube 748 3000er in Österreich. Und da fehlen mir natürlich dann noch ein paar. So, jetzt greift Laden an. Gegen Daniel. Leichtes Spiel und da soll der wegfahren. Ja, was glaubst du denn, ey? Ey, du kommst doch aus der Ecke. Ja, ich schwöre dir. Du machst hier voll Rage-Bait. Das verzeih ich dir jetzt schon mal nicht. Tja, Laden vorbei an Daniel. Die Zeiten haben sie auseinandergefahren. Wir haben noch knapp 10 Runden zu fahren. MFM an der Spitze vor Energy. Luisa war in der Box. Und die einzigste Hoffnung vielleicht durchzufahren von MFM, aber ja doch. Macht der. Der MFM fährt durch. Tja, bin mal gespannt, was MFM dann macht. Ja, ja, genau. Ganz viel erzählen. Auch vielen deiner Einheimischen da. Aber nicht jemanden, der mehr die Berge kennt als die Städte.
Ich habe in Bayern Urlaub, oder nee, in Bayern ja nicht nur Urlaub gemacht, also auch gewohnt in Bayern, direkt bei den Bergen. Ich wusste, ich wusste gar nicht, was in der Stadt oder wo was ist, noch niemals die oder ja, wo ich einkaufen gehen konnte in meiner kleinen City da. Habe da am Tegernsee in der Nähe gewohnt und ich kannte nur die Berge. Ich schwöre, ich kannte nur die Berge. Alles, was oben war, jede Alm oder wie auch immer, kannte ich, wo was war. Aber nicht dort, wo ich meinem kurzen Spielzeug kaufen konnte zum Geburtstag oder sowas. Das muss ich erst suchen. Und das ist kein Rage-Bait. Das ist die heftige Wahrheit von mir. Luisa, eine 1.18.061 gefahren. Und hier bei Lundin, der hängt am Böhmchen dran. Da könnte gleich was geben. Ja, okay, dann kennst du dich ja schon sehr gut aus, was das betrifft. Aber okay, also da was zu finden, das ist natürlich schnell. Das geht da mal ein bisschen schneller. Und wenn man da natürlich groß wird, noch mehr. Tja, wir sind gleich schon durch. Bald am Zenit angekommen des Rennens. Die Abstände sind auseinandergerissen vom Allerfeinsten. MFM ziert sich in die Box zu fahren. Er hofft wahrscheinlich, dass er irgendwie P2 holt, weil Energy, glaube ich, so nicht zu kriegen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Weil auch unsere Vermieter, also ich habe immer Urlaub mit Family auch als Kind gemacht in Galtür. Sagt ihr bestimmt was, Silvretta, ne? Dann gibt es auch einige oder viele 3000er, wo ich wirklich auf den Geschmack gekommen bin, sogar die exquisiten Berge zu machen. Ne? Ja. Und ja, die kannte leider noch nicht mal die Berge, die quasi hinter den Hausbergen waren. Also so ein bisschen, noch nicht mal die nähere Umgebung der Berge. Die kannte, oder die hat sie dann erst so durch mich so kennengelernt. Weil ich die immer. Ich habe da sonst was erzählt über ihre Heimat. Als Kind war das echt geil. Und vor allem, die hört dann auch jedes Schwein zu, ne? Außer meine Eltern natürlich. Die haben da nicht so zugehört. Den hat es schon genervt. So, wann haben wir denn jetzt mal hier? Lundin gegen Wurm. Lundin kann nicht chillen. Und wir haben noch Regen, oder? Ui, oh, wo kommt der Wurm daher? Allalalala. Okay, da ist aber noch Luisa vorbeigefahren, ne? So wie es war. Und MFM muss jetzt doch in die Box. Ah, das ist schlecht. Und es fängt. Ach Gott, jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt fängt es wirklich an zu regnen, Leute. Jetzt fängt es wirklich an zu pissen und ihr müsst in die Box. Ihr werdet es so auseinandernehmen. Ja, 2600 Meter, da war ich schon mit 8, 9 Jahren drüber. Ich glaube sogar 8 war ich da. Da habe ich sogar 2.000, 3.000 an einem Tag gemacht. Tja, also die Leute werden hier nochmal rein müssen zum Stop. Schauen wir uns mal die Reifen jetzt an. Wir sehen schon Wechsel. MFM, Daniel, Laden und Biesle. Also mein höchster Berg war die Wildspitze. Ist ja 3778, glaube ich. Der Glockner ist, glaube ich, 98 hoch und die Wildspitze ist 78, jetzt 20 Meter kleiner als der Glockner. Ja, mal gucken, ob Lundin das da noch umreißen kann, aber es benötigt Wunder, ne? Also er kriegt sagen wir es so, er kriegt auf jeden Fall Punkte. Das müssen wir ihm ja zugute halten. Wenn er das Ding beendet hier, gibt es auf jeden Fall Punkte. Vorausgesetzt, jetzt geht auch keiner mit DNF, ne?
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Energy, Luisa oder so das so durchdrücken wollen mit den Reifen. Oh, Boxenstopp beim Wurm. Der Wechsel auch. So, ich weiß ja nicht. Er hat zwar noch genug Vorsprung vor dem Intas von MFM, aber ich weiß nicht, meine lieben Brüder und Schwestern. Ja, genau. 3770 und 98. Bei Glockner war ich mir sicher, bei Wildspitze ist nicht so hundertprozentig. Aber Wildspitze war ich drauf. Und dann noch, ja, 96 3000er, die unter der Wildspitze sind. Bei Glockner war ich noch nie, da will ich auch nur drauf, wenn die Menschheit genug von diesem scheiß Berg hat. Dann gehe ich da drauf. Oder einfach mitten in der Nacht. Einfach mitten in der Nacht drauf, Gipfel abhaken und wieder runter. Hauptsache, mir begegnet kein Schwanz da oben. Weil sonst kann es sein, dass ich mit meinen Stöcken austeile. Ich gehe darauf zum Wandern und nicht, um mich tottreten zu lassen. Ja, Unlegend ist auch die Box. Der muss auch, glaube ich, auch ein paar Intas noch draufschneiden für die letzte Zeit. Und jetzt sind es 22 Sekunden von Energy Vorsprung. Der bringt das auf den harten Reifen hier zu Ende. Ist das wild? Ist das wild? Ich kann jetzt noch nicht auf die Zeitstrafe, weil die Reifensituation, die triggert mich so an. Oh, Luisa auf 2. Ist auch stark. Ja, das habe ich schon gehört. Leute, ich frage mich, wie das geht, ne? Also, mach doch einfach Schluss miteinander, wenn du die nicht willst mehr. Das denke ich mir immer, wenn sowas passiert. Ob erschossen oder erhängt, erwürgt. Ja, egal. Aber du weißt, was ich meine, ne? Mach doch einfach Schluss mit der Beziehung und dann ist gut. Wieso kletter ich auf den höchsten Berg Österreichs? Komm nicht weiter? Sag, ich hole Hilfe, meine Freundin. Bin so in einer Stunde wieder da. Sie so, ja, alles kein Thema, ne? Alles kein Thema, mach nur, ich vertraue dir, geh. Ich komme nicht weiter. Naja, anstatt einen Helikopter anzurufen, ne, lässt du sie einfach da und, Alter, ne. Das ist ja natürlich, also du musst normalerweise einfach Hilferuf absetzen, du musst da bleiben bei der Person, du kannst nicht einfach weggehen. Weil natürlich, wenn die verletzt ist, wie schnell geht wohl die Wärme aus dem Körper raus? Das ist doch bescheuert. Ja, das ist ja noch, mit dem Bergführer ist ja noch so, ja. Okay. Aber da hätte ich andere Orte gewählt als den Glockner, nämlich unbekannte Berge. Ich wäre auf unbekannte Berge gegangen, hätte, weiß ich nicht, wo kein Schwanz rauf geht oder alle 200 Jahre nur einer oben ist. Da hätte ich dann so ein Grab irgendwie aus Steinen oder Schnee geschaufelt, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen zusammengesetzt und dann hätte ich die da drunter gelegt und fertig. Hätte ich auch keinen Schwanz mehr gefunden. Aber wieso lässt du die dann oben verletzt am Glockner, wo jeder Hans und Franz vorbeiläuft, wo jeder erstmal denkt, oh, ist ein Urlaub, ist ein Unfall, ne? Und dann kommt hinterher raus, ne, der hätte jemand liegen lassen, ey. Wie bescheuert ist man? Gibt wesentlich bessere Möglichkeiten, um jemanden zu entsorgen, den man immer mag. Die einfachste Möglichkeit ist, man schnappt sich ein Handy, schreibt eine SMS oder per WhatsApp und dann ist gut. Naja, das Leben anderer, ne? Tja, Daniel ist nochmal drangekommen, Rockstar und die anderen hauten das durch. Rockstar, Luisa, Energy auf den Reifen hier. So, schauen wir uns die Zeitstrafen an. Das Podest, würde ich sagen, ist festgelegt. Energy gewinnt das Ding vor Luisa. Und MFM auf 3.
Ja, aber ich meine, du hast da eine Hütte. Die letzten 700 Meter sind zwar ein bisschen schwieriger, aber im Grunde schnell zu bewerkstelligen, ne? Und wenn du dann verletzt bist, kacke. Aber ich meine, da gehen so viele Leute los. Warum merkt das denn keiner? So krank. Ja, okay, ich glaube, das war ein bisschen die Nebensaison jetzt schon, ne? Dass da die anderen da nicht raufgegangen sind, ne? So, jetzt müssen wir nach vorne, denn Energy ist übrigens auf seiner letzten Runde und den begleiten wir jetzt noch einmal um die Strecke von Mexiko. Aber ich finde schon echt wild, was da teilweise bei den Menschen passiert, ne? Und was Trump mit Israel und Iran jetzt macht, das erreicht eine neue Stufe. Also ich habe so das Gefühl, das nächste wird der dritte Weltkrieg sein. Oder nee, irgendein Land macht der davor noch platt, wie Kanada oder Mexiko. Am besten noch vor der Fußball-WM oder bei der WM. Da sind auch noch die ganzen Spieler RIP. Und dann hast du eh den Weltkrieg. Aber, Leute, ich kann nicht mehr. Wenigstens gibt es noch sowas, wobei wir Spaß haben, solange wir können, ne? Und dann ist gut. Ja, doch, ich würde dann darauf gehen. Weil dann einfach da oben kein Schwanz ist. Ja, Energy durchstreift die letzten Kurven. Durchstreift die letzten Kurven und dann ist gut. Also, verdient gewonnen auf den harten Reifen, das Rennen beendet. Spektakuläres Finish. Boah, Luisa, die auf 2 ankommt. Und dann haben wir MFM, der erste und ja, der einzigste auf den Inters im Ziel. Ja, jetzt ist der SD aktiviert, also box uns doch, wenn er sich sparen könne. Dann haben wir noch Legit, Daniel, Fox, Daladen, Biesle, Wurm und mit Lundin beenden wir dann das Rennen. Ja, aber was will der denn mit Grönland eigentlich platt machen? Da marschierst du ein mit 100 Mann und sagst, das Land gehört uns jetzt und dann ist Ende im Gelände. Was willst du da für einen Krieg, Alter? Das wird kalter Krieg 2.0, aber wirklich kalt. Doch. Man gewinnt den Krieg, wenn einer der Kommandeure, der Chefkommandeure in die Gletscherspalte reinfällt in Grönland. So kann man auch Kriege dann gewinnen. Du verdeckst alle Gletscherspalten und dann gibt es dort den Krieg und dann ist gut. Dann kommt der Trump an seine Bodenschätze oder wie auch immer. Naja. Ja, Dänemark ist sowieso, also bei Dänemark, dann ist sowieso die ganze NATO und hast du nicht gesehen. Also der gehört da zwar auch zu, aber ja, keine Ahnung, das ist dann das Ende der NATO und dann jedes Land Arschkarte, dann kann Putin gleich hier kommen und der Friedrich Scherz, der unterschreibt dann einfach bei uns die Kapitulationsbedingungen. Ja, egal, keine Tote. Ja, Rensiger Energy, schnellste Runde, Luisa Energy, Fahrer des Tages, Ladenmeister Hörmanöver, sauberste Fahrer, das Daniel hat es geschafft, das Daniel. Dann Energy gewinnt vor Luisa MFM, an Legit Daniel, Fox Talade Biesle, Wurm und der Lundin. Das ist unser Top-Fahrer. Dann haben wir noch Interview. Interview. Aber heute haben wirklich alle Fahrer durchgezogen, alle Fahrer, Fahrerinnen natürlich, haben das Ding durchgezogen und perfekt, muss man sagen. Dann gibt es natürlich noch Interviews. Naja, ist es ja nicht, ne? Also Österreich hat da schon noch auch was mitzureden. So einfach ist das nicht für die Schweiz. Die ist neutral. Die ist komplett neutral. Ah, echt? Also das möchte ich erst sehen. Wahrscheinlich nachdem der Krieg heute da ausgebrochen ist mit Iran. Dem Seite Dingens.
Äh, äh, die muss sich ein Headset anlegen. Mann, ich will mal mit dir reden. Ey, es gibt Leute, die sich teilweise darum reißen, bei mir im Interview zu sein und sie hat kein Headset. Hm. Gut, ich gehe da mal rein ins Briefing. Seit 1955? Ja, das wüsst ihr aber, glaube ich. Aber ist ja auch egal, ich bin kein Politiker. Sollte neutral sein oder nicht, ist mir wurscht. Aber ich sag mal so, beim Weltkrieg ist sowieso irgendwie jeder im Arsch. Außer die Schweiz. Okay, auch der Dingens kann ich. Ja, moin Leute. Dann lassen wir Unlegit auch außen vor, auch wenn Energy nochmal Ansage erteilt hat. Tja, wenn man nicht will, dann hat man schon. Auf jeden Fall ist dann das Interview schnell vorbei. Ähm, ja, muss ich mal zu euren Autos eben gehen. Dum, 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 dum. Ja, McLaren am Ende mit dem Masterplan, MFM, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, was ihr immer so gemacht habt zusammen auf der Strecke, neben der Strecke. Lagen hinter 10-Sekunden-Strafe, dann ja, rausgeflogen und du am Ende nochmal den Stop auf die Inters. Ja, und die anderen waren so lebensmüde und haben es durchgezogen. Egal, erzähl uns erstmal, wie du das Rennen und deine Qualifikation gesehen hast. Ja, Quali war wieder schlecht. Ja, Mexiko mag ich gar nicht. Habe keine gute Runde zusammenbekommen. Bin dann, glaube ich, auf P5 gewesen oder so. Dann der Start des Rennens war eigentlich okay, konnte eigentlich gut mithalten vorne. Dann habe ich mit Laden zusammen dann Lisa und Timo wieder eingeholt. Ging Timo sehr früh an die Box, hat dann einen riesen Cut gefahren gegen uns. Und ich habe gesehen, dass wieder der Regen kommt. Und mein Plan war halt, Medium starten, so lange ziemlich möglich, dann auf die Harten und dann am Schluss noch auf die Inters. Leider ist der Plan nicht aufgegangen. Dieses Mal, ja, der Regen kam zu spät und zu schwach und ja, ist leider nicht aufgegangen. Aber Chichi an Timo und an Luisa, das war sehr stark. Und Simon hatte leider noch auch einen Disconnect und dann die 10 Sekunden und dann, ja, war es halt ein bisschen unglücklich. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden für das Rennen mit P3. Hättest du nicht vielleicht auch mit den Harten durchfahren können oder war dann auch schon die Abnutzung zu viel? Ich war, glaube ich, in Runde 9 oder so innen und dann war es schon viel zu viel. Und dann gegen Schluss war es doch ein bisschen feucht oder nass und ich glaube, mit der Abnutzung, da hätte mich beide sowieso auch eingeholt. Okay. Mit den frischen Harten, ja. Ja, gut, das erklärt's. Ja, und dann kommen wir natürlich zu dem einzigsten, der hier, ja, ich weiß ja nicht, was der Energy so macht, so zwischendrin. Aber ich finde nicht, dass Luisa und Unlegit hier schneller waren als du. Also, ich meine, okay, vielleicht von einer Runde mal abgesehen, aber in der Qualifying hast du mal eben alle gebügelt, beide. Unlegit sogar nur Vierter, Luisa direkt hinter dir. Und ja, Rennstrategie muss man ja einfach mal sagen, die war richtig gut. Ja, also wie gesagt, Quali, die Strecke ist halt eine kurze, ne? Da ist das so mit den Zeitenabständen immer so eine Sache, ne? Und es ist halt, du musst hier halt extrem aufpassen wegen den Track Limits, ne? Du musst hier wirklich schon eine optimale Runde treffen und die habe ich halt auch nicht geschafft. Und Rennen, oh, also Rennpace war von Luisa, glaube ich, besser heute. Also wäre Rennen normal gelaufen und wären wir jetzt alle gleich gestoppt und alles, dann wäre sie vor mir gelandet. Es war halt ein riesen Gamble zum Ende. Ich war halt ziemlich früh drin und habe gemerkt, die kamen halt ran. Gehe ich jetzt auf den Stop oder fahre ich bis zum Regen? Wie wird der Regen?
Dann bin ich halt auf den Stop gegangen. Der Regen hat sich dann doch noch ein bisschen weiter nach hinten gezogen und war zum Glück so leicht, dass ich mit den harten Reifen durchfahren konnte. Ja, man hat ja erst gesehen, wirklich in der ja, letzten Kurve ist quasi das DRS deaktiviert worden. Von daher war der Zeitpunkt, glaube ich, absolut perfekt. Also ich hatte so den Eindruck, Luisa war zwischendurch mal auch ein bisschen langsamer, wo sie dann hinter MFM und Laden zurückgefallen ist und die hat sie sich dann wieder geschnappt. Also die hatte auch wieder eben ein bisschen Probleme, ihre Race Pace zu halten, vor allem am Anfang. Und hinterher kann sie, glaube ich, schon recht haben, dass die wirklich sowas von schnell war, weil am Ende war der Abstand, glaube ich, jetzt 3,8 Sekunden. Hätte es der noch 3, 4, 5 Runden gegeben, dann wäre es, glaube ich, dünne geworden da vorne. Ja, war schon von vornherein zu sehen, wann der Regen kommt, Energy? Also, als wir auf die Startaufstellung kommen, war der letzte Bereich oben beim Wetter mit Regen. Und halt durch die Wartezeit waren dann die letzten beiden. Und es hieß, als ich in die Box gegangen bin oder gerade gefahren bin, hat mir mein Ingenieur gesagt, oder kurz davor noch 5 Minuten. Da habe ich gedacht, scheiße. Aber der hat sich dann doch noch ein bisschen weiter nach hinten verzogen, was dann im Endeffekt auch gut war. Weil wäre der Regen jetzt, sagen wir mal, 2 Runden früher, dann hätte ich auch noch mal stoppen müssen oder ich wäre halt eingeholt worden. Eins von beiden. Ja, also noch eine Runde mehr jetzt und dann hättest du 15 bis 20 Sekunden wahrscheinlich in einer Runde verloren, weil dann die Inters deutlich overpowered gewesen wären. Ich glaube, ich habe auch alleine in der letzten Runde 2, 3 Sekunden verloren. Ja, ja. Das ist ja gerade das so, wo dann der Übergang stattfindet, ne? Also du verlierst ja erstmal nicht ganz so viel rein und dann, wenn der Regen auf einmal komplett da ist und die Strecke absolut nass ist, dann gehst du schwimmen mit den Reifen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von diesem Rennen hier am heutigen Samstag und nächste Woche ist ja Pause und dann geht's übernächste Woche mit. Nee, Nee? ich glaube, Ich meinte schon, oder? nächste Woche fahren wir nach Japan ist doch. Japan. Nächste Woche ist Japan. Genau. Wir haben jetzt die nächsten 3 Wochen haben wir Rennen. Japan, Brasilien und Las Vegas. Dann ist erst wieder 2 Wochen Pause. Ah, Wir haben okay. jetzt komplett dadurch, dass wir halt Japan damals abgesagt haben und nach hinten verschoben, eigentlich hätten wir jetzt 2 Wochen Pause mit dem alten Kalender. Ja, deswegen, habt ihr eigentlich den neuen da drin oder was? Ne, den habe ich irgendwie nie dran gedacht. Das steht da drunter, das Datum von Japan unter dem Stimmt, Kalender, ja, hat der ja, Simon. ja. Genau. Aber Ja. jetzt 'n komplett neues Bild von Kalender habe ich damals nicht gemacht gehabt. Ja, siehst du, da lese ich auch immer ein bisschen weniger, weil ich gucke dann auf den Kalender, ist ein Bild für mich, dann sehe ich immer, wann was offiziell ist. Ja, okay. Also, dann haben wir Japan und dann noch, 'n paar Strecken bis runter bis zur, USA, bis Las Vegas. Und dann noch Derzeitiger Stand könnte ich in Vegas gewonnen haben die Saison. ja, mal gucken, was da noch so Nach dem Rennen passiert, jetzt ne? gesehen. Ja, wird wahrscheinlich so passieren. Also, da muss viel passieren, dass ich das noch hole. Sehr Ja. viel. Gut, dann bedanke ich mich natürlich an alle, die zugeschaut haben und wir sehen uns dann nächste Woche mit der WCL hier auf dem Kanal wieder. Macht's gut und bis dann.